Mein Name ist Walter Strohheil. Ich bin Primarius an der Klinischen Abteilung für Neurologie, Universitätsklinikum Tulln. Wir sind eine Universitätsklinik der Karl-Landsteiner Privatuniversität. Die Neurologie ist eine der größten in Niederösterreich mit einem großen Zuständigkeitsbereich, und zwar ist es der Norden der Zentralregion, dazu auch der Süden von Waldviertel und Weinviertel. Unsere Spezialbereiche sind die neurologische Akutmedizin mit Überwachungsmedizin. Wir haben auch eine neurologische Überwachungseinheit und insgesamt 20 Monitoringbetten. Im Rahmen der neurologischen Überwachungsmedizin ist ein ganz wesentlicher Bereich die Schlaganfallversorgung. Und als Schlaganfallzentrum haben wir auch die Möglichkeit der invasiven Versorgung, der sogenannten Thrombektomie, und können Schlaganfälle versorgen, wo ein Blutgerinnsel im Gehirn dazu führt, dass Hirngewebe nicht mehr durchblutet wird. Einerseits natürlich durch blutverdünnende Therapie, andererseits auch durch invasive Maßnahmen. Dies gelingt insbesondere durch die hervorragende Kooperation mit der Radiologie sowie mit der Anästhesie. Die neurologische Versorgung ist sehr breit, über breite Bereiche der Neurologie. Zusätzlich auch die Versorgung von Neurorehabilitation, sowohl in einer sehr frühen Phase, nämlich wo Patienten noch monitoringpflichtig sind, sogenannte B-Phase, wie auch frühe Rehabilitation nach einem Akutereignis, sogenannte C-Phase. Ausbildung ist uns sehr wichtig. Wir haben insbesondere für junge Neurologinnen und Neurologen ein eigenes Ausbildungskurriculum, sogenanntes Ausbildungskurriculum Tullner Prägung, wo eine fixe Rotation vorgesehen ist, die Zusatzuntersuchungen erlernt werden können, mit dem Ziel, hoch ausgebildete junge Neurologinnen und Neurologen zu haben, denn je besser wir sie ausbilden, desto besser werden die jungen Neurologen in Zukunft. Darüber hinaus sind Schwerpunkte neurodegenerative Erkrankungen mit Morbus Parkinson und Demenzerkrankungen sowie auch Spezialbereiche der Neurologie, wie zum Beispiel das autonome Nervensystem. Wir sind als Universitätsklinik in der Lehre verpflichtet. Wir dürfen Studentinnen und Studenten der Karl-Landsteiner Privatuniversität in Kleingruppen, aber auch in Vorlesungen und in Falldiskussionen ausbilden und haben hier auch Studenten von der Medizinischen Universität Wien wie auch anderen Universitäten in Österreich. Im Folgenden dürfen wir Ihnen einige Kernbereiche der Klinischen Abteilung für Neurologie, Universitätsklinikum Tulln, vorstellen. Guten Tag, mein Name ist Dr. Raul Eckert. Ich bin der Leiter des neurologischen Ultraschalllabores. Wir haben hier sehr viele Untersuchungen der Halsschlagadern und auch der integralen Hirngefäße, die wir sowohl für die neurologische Abteilung als auch für andere Abteilungen des Hauses anbieten. Ich möchte Ihnen heute eine kurze Demonstration der Ultraschalluntersuchung zeigen. Und bevor wir aber in medias res gehen, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Gefäßversorgung der Halsregion und des Gehirnes anhand von zweier Grafiken darstellen. Hier anhand dieser Grafik zeige ich Ihnen die prinzipielle Gefäßversorgung der Halsregion und des Gehirnes. Ausgehend vom Herz, das Sie hier nicht sehen, das Sie sich hier vorstellen können, geht der Aortenbogen. Von diesem sehen Sie hier drei große Äste, die in Richtung Halsregion abgehen. Der erste Ast ist der sogenannte Truncus brachiocephalicus, der sich nach kurzer Zeit in der Arteria subclavia, die den rechten Arm gefäßmäßig versorgt, und in der Arteria carotis communis der rechten Seite aufteilt. Der zweite Ast ist die Arteria carotis communis der linken Seite und der dritte Ast die Arteria subclavia der linken Seite. Sie sehen hier auch zwei kleinere Arterien, die aus den Arterien subclavia der beiden Seiten austreten. Das sind die sogenannten Vertebralarterien. Ein bisschen weiter nach oben gehend haben wir hier eine Aufteilung der Arteria carotis communis, hier nur links dargestellt, in der Arteria carotis interna, die das Gehirn versorgt, und die Arteria carotis externa, die in Richtung Gesicht, Schilddrüse und Hautregion das Blut weiterleitet. Und die Vertebralarterien sind paarig, ebenso wie die Karotiden, und ganz generell muss man sagen, dass das Gehirn, die vorderen 2/3, von der Arteria carotis interna versorgt werden, während das hintere Drittel des Gehirnes von den Arteria vertebralis beidseitig versorgt werden. Hier sehen Sie einen Aufblick auf die Schädelbasis. Wenn wir von vorne nach hinten oder von rostral nach okzipital durchgehen, sehen Sie hier den Eintritt der Arteria carotis interna der linken Seite, der rechten Seite, die sich dann nach einem kurzen Stück in die Arteria cerebri media der linken Seite und Arteria cerebri anterior der linken Seite aufteilt. Das gleiche haben Sie auch auf der Gegenseite.
Wenn man von hinten oder von okzipital betrachtet, kommen durch das Foramen Magnum die beiden Vertebralarterien, auch hier der linken Seite, der rechten Seite, die sich dann nach einem kurzen Stück zur Arteria basilaris vereinigen. Die Arteria basilaris ist einer der wichtigsten Gefäße des Kopfes oder des Gehirnes, da es besonders die lebenswichtigen Abschnitte des Hirnstammes versorgt. Diese Arteria basilaris teilt sich dann wiederum in die Arteria cerebrae posterior der linken Seite und Arteria cerebrae posterior der rechten Seite. Was Sie hier sehen, sind noch kleinere Gefäße, die den vorderen Kreislauf mit dem hinteren Kreislauf verbinden. Das sind die sogenannten Arteria communicans posterior auf der linken Seite wie auch auf der rechten Seite, während sie zwischen den beiden Gefäßen, die vorne nebeneinander verlaufen, die Arteria cerebrae anterior sind mit der Arteria communicans anterior verbunden. In Summe ist dieser ganze Kreis, den Sie hier sehen, wird als sogenannte Arteriosus Willisi bezeichnet. Jetzt möchte ich Ihnen den prinzipiellen Gang einer Ultraschalluntersuchung der neurologischen Patienten zeigen. Man fängt hier am Hals oberhalb der Clavicula an und sucht sich das Gefäß auf und fährt dieses im Querschnitt einmal kranial hinauf und hat den ersten Überblick, ob es hier schon Pathologien gibt. Man sucht sich hier die Aufzweigung in die Carotis interna und in die Carotis externa. Zuerst habe ich die Carotis communis eingestellt gehabt und versucht, dies zu visualisieren und darzustellen. Zweiter Schritt ist, dass man das Ganze auch im Längsschnitt darstellt, um hier dann etwaige Flussunregelmäßigkeiten auch mit einer sogenannten Pulswave-Doppler-Sonographie darstellen zu können. Nächster Schritt ist, dass ich, wenn ich mir die Carotis communis dargestellt habe, dass ich mir die Vertebralarterie aufsuche durch einen kleinen Schwenk des Ultraschallkopfes nach lateral, das heißt nach außen, und hier kommt dann auch schon die Arteria vertebralis zur Darstellung. Dritter Untersuchungsschritt bei neurologischen Patienten ist, dass nachdem ich auch die andere Seite mir angesehen habe, dass ich mir einen transkraniellen Doppler darstelle. Hierzu brauche ich eine andere Sonde. Hier brauche ich einen niederfrequenten Schall, während ich für den extrakraniellen Schall eher höhere Frequenzen brauche, damit ich eine bessere räumliche Auflösung erreichen kann. Hier sehen Sie durch ein transtemporales Schallfenster die großen intrakraniellen Hirngefäße, dargestellt die Arteria cerebrae media auf der rechten Seite, die von zentral Richtung Schallsonde fließt, deswegen auch rot dargestellt, während blau dargestellt in die Gegenrichtung den proximalen oder den ersten Anteil der Arteria cerebrae anterior. Etwas weiter nach hinten, man kann sich vorstellen, hier ist die Nase, hier ist der Hinterkopf, hier herum befindet sich die Schallsonde. Sehen Sie nach hinten und dieses dunkle Areal ist der sogenannte Hirnstamm, zieht paarig die Arteria cerebrae posterior der rechten Seite und die Arteria cerebrae posterior der linken Seite herum. Mein Name ist Bianca Briem, ich bin verantwortlich für die neurorehabilitative Tagesklinik. Wir haben unterschiedliche Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Wir haben viele Schlaganfallpatienten, Patienten mit entzündlichen neurologischen Erkrankungen, Gangstörungen wie zum Beispiel Parkinson. Die Patienten kommen in der Regel für 2 Wochen zu uns, haben zumindest 3 Therapieeinheiten am Tag, manche auch über 5 Wochen. Das sind meistens Patienten, die das nicht schaffen, 3 Therapieeinheiten pro Tag. Die bekommen dann eben nur 2 Tage in der Woche Therapie. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team mit Pflegepersonen, Ergotherapie, Physiotherapie, neuropsychologischer Therapie, logopädischer Therapie und Musiktherapie. Hallo, ich bin die Ines Seidel. Gemeinsam mit 6 anderen Ergotherapeutinnen arbeite ich hier an der neurologischen Station in Tulln. Die Ergotherapie hat zum Ziel den Erhalt der Selbstständigkeit im Alltag. Das bedeutet, je nach Ziel des Patienten arbeiten wir sowohl an der Grobmotorik als auch an der Feinmotorik. Das heißt, wir machen feinmotorisches Training, arbeiten mit Hinsicht auf den Alltag zum Beispiel am Zuknöpfen von einem Hemd oder am Schreiben mit einem Stift. Wir arbeiten auch an kognitiven Funktionen, wir trainieren das Gedächtnis und die Exekutivfunktionen. Bedeutet zum Beispiel, wir arbeiten mit Einkaufslisten, wir planen unterschiedliche Tätigkeiten und wir arbeiten natürlich an den Alltagstätigkeiten, die nach einer neurologischen Erkrankung eingeschränkt sein können. Das bedeutet, wir üben mit den Patienten im Rahmen der Ergotherapie beispielsweise das An- und Ausziehen, das Benutzen von Besteck beim Essen einer Mahlzeit oder das Ausräumen eines Geschirrspülers. Darf mich kurz vorstellen, ich bin die Julia von der Physiotherapie. Ich bin im Fachbereich der Neurologie tätig. Das Ziel der Physiotherapie ist die Wiedererlangung der Mobilität als auch die Selbstständigkeit im Alltag, aber auch an dem Transfer beispielsweise vom Bett in den Rollstuhl. Des Weiteren arbeiten wir in der Gangschulung. Hierbei kommen auch die verschiedensten Hilfsmittel zum Einsatz. Hilfsmittel sind beispielsweise beim Gehen Rollmobile, Rollatoren,
oder auch Gehstöcke. Es können auch des Weiteren beispielsweise Schienen eingesetzt werden. Mit den Patienten arbeiten wir, dass die Kräftigung der Muskulatur wiederhergestellt wird. Die verschiedenen Hilfsmittel werden täglich an das Patientenlevel angepasst für die bestmögliche Therapie. Wir haben auch Fachärzte für physikalische Medizin und Rehabilitation, die unsere Patienten regelmäßig begutachten und die physikalische Therapie optimieren. Auch in der Schmerztherapie arbeiten wir mit den Radiologen zusammen, die viele Nervenwurzelblockaden machen. Auch diese Patienten betreuen wir. Es ist gerade in der Neurorehabilitation sehr wichtig, interdisziplinär zu arbeiten und Therapiekonzepte zu erstellen, dass die Patienten ihre individuellen Ziele erreichen können. Hallo, mein Name ist Isabella Eder. Ich bin die Stationsleitung der Neurologie 3 in Tulln. Wir sind eine Frührehabilitationsstation der Phase C. Unsere Station umfasst 24 Betten und mein Pflegeteam 20 Mitarbeiter. Wir arbeiten ressourcenfördernd unter Anwendung von NDT, das heißt Neurological Development Treatment. Wir sind sehr bemüht, unsere Patienten bestmöglichst auf den Wiedereinstieg in den Alltag vorzubereiten und unsere Patienten optimal auf eine weiterführende Reha zu bringen. Mein Name ist Karl Hammer, bin Stationsleitung Stellvertreter von der Neurologie 1, Österreichs größte Akutbettenstation mit insgesamt 38 Betten ohne Überwachungsbetten. Wir sind 28 Pflegekräfte im Team, arbeiten eng zusammen im multiprofessionellen Team mit den Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Ärzten. Ich bin hier auf der Neurologie 3 der Phase C für die frühe Neurorehabilitation zuständig. Wir haben viele Patienten, die von der Akutphase zu uns kommen, viele Schlaganfallpatienten, aber auch Patienten mit Gangstörungen, mit entzündlichen neurologischen Erkrankungen oder neuromuskulären Erkrankungen. Vor allem in der Schlaganfallnachsorge sind wir sehr aktiv. Es ist sehr wichtig, dass man nach einem akuten Ereignis so früh wie möglich mit der Mobilisierung anfängt, denn je früher die Rehabilitation startet, desto besser ist das Outcome. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team zusammen. Es ist sehr wichtig, dass die Patienten auch therapeutische Pflege erhalten. Wir haben Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, eine Musiktherapeutin, Neuropsychologen. Es ist wichtig, dass die Patienten auf der C-Phase imstande sind, 3 Einheiten am Tag zu schaffen. Wir bereiten die Patienten hier vor, dass sie zu Hause wieder eigenständig leben können oder in eine weiterführende neurologische Rehabilitation kommen können. Ich möchte ein kurzes Beispiel nennen. Wir hatten vor kurzem eine Patientin mit einem schweren Schlaganfall, ein rechtshirniger Mediainfarkt mit einer zwar geringen Hemiparese auf der linken Seite, aber einem ausgeprägten Neglect. Das heißt, sie hat die linke Seite nicht wahrgenommen, was natürlich im Alltag ein großes Problem war. Sie hat bei uns 3 Wochen intensive Therapie bekommen, konnte dann gegen Ende mit dem Rollator wieder einigermaßen sicher gehen und ist dann von uns direkt zur weiterführenden Rehabilitation gekommen. Und ich denke, dass ihr Ziel, dass sie zu Hause mit mobilen Hilfsdiensten unterstützt, wieder so wie vorher alleine leben kann. Ja, hallo, mein Name ist Dr. Yilmaz, ich bin die stationsleitende Oberärztin der Neurologie 2. Das ist die Station, wo wir die Stroke Unit haben, die neurologische Überwachungsstation und sogenannte Phase B-Patienten versorgen. Unser Schwerpunkt ist Schlaganfall. Schlaganfall heißt, es sind Patienten, die sowohl blutige als auch ischämische Schlaganfälle, Hirninfarkte erlitten haben. Die werden bei uns akut versorgt. Die kommen meistens mit einer Rettungsaviso. Wir machen eine klinische Diagnostik und eine akute bildgebende Diagnostik mittels MRT oder CCT und danach entscheidet sich die Therapie. Das kann sein eine systemische Lysetherapie und oder auch eine Intervention im Sinne einer Thrombektomie, bei entsprechender Indikation auch eine akute Stent-Versorgung der Patienten. Mein Name ist Ursula Czech, ich bin der Stationsleitung Stellvertretung von Neurologie 2. Unsere Station setzt sich zusammen aus 6 Stroke-Unit-Patienten, das sind akute Schlaganfälle. Dann haben wir 10 Phase B-Patienten, das sind Patienten, die maximale Übernahme bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens haben, brauchen teilweise nasogastrale Sonden mit Trachealkanülen und dann haben wir noch 4
IMCU-Betten, die teilweise beatmet sind, die Patienten nicht länger als 24 Stunden. Wir haben noch 4 NÜST-Betten. Da werden vorwiegend Patienten mit Epilepsie oder nach Schädel-Hirntrauma behandelt. Was an unserer Arbeit besonders schön ist, wenn man Fortschritte sieht, wenn zum Beispiel Phase B-Patienten, die dann besser werden, auf die Neuro 3 kommen, zur weiteren Rehab. Und wenn Patienten, die mit einem Schlaganfall kommen und stark betroffen sind, wo die rechte Seite zum Beispiel gelähmt ist, geht die Lähmung zurück und das ist für uns ein großes Erfolgserlebnis und das macht die Arbeit interessant. Neurologie ist überhaupt sehr ein interessanter Job, also das macht einfach wirklich Spaß. Mein Name ist Claudia Kloss, ich bin eine der Fachärztinnen an der Neurologie 1. Wir versorgen Patientinnen an der Neurologie 1, die via Überwachungsstation zu uns kommen. Die neurologische Überwachungsstation via neurologische Ambulanz, Notfallerstversorgung oder elektiv aufgenommen werden. Wir haben ein breites Spektrum an neurologischen Symptomen bzw. neurologischen Erkrankungen an der Neurologie 1. Um nur einige Beispiele zu nennen, wir versorgen Insultpatientinnen, hämorrhagischen oder ischämischen Insulten. Wir versorgen Patientinnen mit neurodegenerativen Erkrankungen, beispielsweise Morbus Parkinson oder Demenzerkrankungen. Wir haben Patientinnen mit entzündlichen ZNS-Erkrankungen, Epilepsie-Patientinnen, Patientinnen mit peripheren Nervenläsionen. Wir haben neuroonkologische Patientinnen und Schmerzpatientinnen. Erwähnenswert ist die enge Zusammenarbeit mit unserem Therapeutenteam und den anderen Fachdisziplinen, wie beispielsweise Neurochirurgie, Neuroradiologie, Innere Medizin. Das war so ein kurzer Überblick über die spannende Tätigkeit an der Neurologie 1.